von Lahnstein, Sie stehen unter dem dringenden Verdacht, etwas mit dem Verschwinden Ihres Cousins zu tun zu haben. Sie sind vorläufig festgenommen. Sein Reisepass, Kreditkarte und ein One-Way-Ticket nach Kanada. Bis Sie in Kanada angekommen sind, muss man Sie für Ansgar von Lahnstein halten. Kriege ich hin. Kommissar Hemke, Ansgar lebt? Er ist nach Kanada geflogen? Der sieht mich nicht mal. Konnte ich eigentlich so blöd sein? Mich ausgerechnet in deinen Vater verlieben. Ich kann damit nicht umgehen, mit dieser Situation. Da gibt's eigentlich nur eine Lösung. Ich ziehe aus. Ich habe diese Mail nicht geschrieben. Warum glaubst du mir nicht? Weil du keinerlei Beweise hast. Ich müsste mir mal ein Überwachungsband ansehen. Nein, Ende der Durchsage. Bitte. Guck. Giselle? Das kann nicht sein. Spul noch mal zurück. Oh nein, bitte nicht. Oh, meine eigene Schwester kann mir doch nicht sowas angetan haben. Wurde denn irgendwas geklaut? Ach, im Gegenteil. Wie im Gegenteil? Also versteh mich bitte nicht falsch. Das ist deine Schwester, die modelt hier und wenn die... Jetzt halt doch mal den Rand. Da kommt jemand. Ja, Jessie. Dann war es doch nicht Giselle. Es würde eine Menge vereinfachen, wenn du mir einfach sagen könntest, worum es geht. Ach, es würde gar nichts vereinfachen. Also, Jessie. Aber warum sollte Jessica mir sowas anhängen wollen? Konnte sie überhaupt davon was gewusst haben? Kim. Hey, Kim. Ansgar, er ist in Gefahr. Er braucht mich. Ich muss zu ihm. Hey, es ist alles gut. Es war nur ein Albtraum. Es ist alles gut. Hey, es ist alles gut. Alles gut. Ist besser? Du hast nicht übertrieben. Tommy liebt die Kita wirklich. Der ist sofort zu seinen neuen Freunden gekrabbelt und hat mich keines Blickes mehr gewürdigt. Tja. Seit die Schumann hier ausgezogen ist, kann er es morgens kaum erwarten, in die Kita zu kommen. Wahrscheinlich ist ihm langweilig mit seinem Papa. Papa. Oh ja, nicht aufhören. Hat ja auch was für sich, dass Tommy so unkompliziert ist. Habe ich mehr Zeit für meine Große. Setz dich. Erzähl doch mal von L.A. Wie war's denn überhaupt? Du, ehrlich gesagt, so viel Zeit habe ich gar nicht. Weißt du, Hagen wartet schon. Ihr trefft euch? Ja. Ich meine, ich kann ihn noch anrufen und fragen, ob er hier hinkommt. Nee, lass mal. Wahrscheinlich treffe ich ihn eher auf Königsbrunn. Ja. Bis später und lang ordentlich zu, bevor Kim und Emilio dir alles wegessen. Also so macht das auch keinen Spaß. Ich glaube, ich gehe doch lieber zur LCL. Bist du sicher, dass du arbeiten willst? Ich meine, die kommen auch mal einen Tag ohne dich aus. Ja, vielleicht, aber ich muss mich irgendwie ablenken. Weißt du, wenn ich hier den ganzen Tag nur rumliege, dann denke ich die ganze Zeit an Ansgar. Naja, so 1, 2 Dinge würden mir auch noch einfallen, die dich ablenken könnten. Du bist so gut zu mir. Und so uneigennützig. Tja, einer muss sich halt aufopfern. Ja, das rechne ich dir auch hoch an, aber weißt du, ich kann doch nicht zulassen, dass ganz Düsseldorf auf deine wundervollen Burritos verzichten muss. Okay, dann sind wir eben fleißig. Hauptsache, du machst dir nicht den ganzen Tag Sorgen um Ansgar. Nee, aber wie gesagt, ich muss mich einfach irgendwie ablenken. Wahrscheinlich hast du recht. Ich mache mir ganz umsonst einen Kopf. Und Ansgar lebt in Kanada wie die Made im Speck.
Ich nehme Espresso. Sehr gern. Herr Wolf, guten Morgen. Störe ich oder kann ich Ihnen auf eine Espresso-Gesellschaft leisten? Herr Hemke, Polizist hätte ich werden sollen. Da hat man, glaube ich, viel Zeit. Setzen Sie sich. Mir ist auch gerade langweilig. Augen auf bei der Berufswahl, sage ich immer. Wie Langeweile? Nichts los im Landsteinforst? Na, mein Schwiegersohn Hagen hat mich zum Überstundenabbauen verdonnert. Die brauchen erst dann wieder volle Personalstärke, wenn der Gestützausbau in die heiße Phase ist. Und jetzt fällt Ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf. Naja, hier war es auch schon mal lustiger. Zum Beispiel neulich mit Frau Schumann. Bis ich gekommen bin und ihr Date mit meinem Walking-Gequatsche gestört habe. Sagen Sie mal, was geht Sie das eigentlich an? Außerdem war das gar kein Date. Also zumindest nicht von meiner Seite. Genau das ist ja das Problem. Also Frau Schumann, die hegt Gefühle, die ich ihm nicht erwidern kann. Und deswegen ist sie auch nach Königsbrunn gezogen. Und jetzt vermissen Sie ein bisschen. Freie Freundschaft. Naja, also weiß ich auch nicht. Reden Sie doch mal mit ihr drüber. Was soll ich ihr denn sagen? Ich weiß genau, was Sie für Gefühle für mich hegen, aber tut mir leid. Lassen Sie uns trotzdem gute Kumpels bleiben? Nee. Gut, das kann man natürlich auch ein bisschen anders formulieren. Ich gebe ja zu, die Situation ist nicht ganz so einfach. Gelinde gesagt. Aber Frau Schumann ist ja wohl eher der unkomplizierte Typ. Vielleicht vermisst sie ihre Freundschaft genauso wie Sie? Entschuldigung, dienstlich. John, machst du mir noch mal einen Espresso und für Herrn Wolf auch einen? Danke. Was? Wo? Wie lange willst du da noch drauf gucken? So lange, bis ich einen Hinweis finde, ob Giselle oder Jessica an meinem Computer war. Dir ist schon klar, dass sich die Bänder nicht verändern und dass du da nichts Neues rauskriegst. Wo denn sonst? Naja, ich könnte dir vielleicht zeigen, was Jess an dem Tag vorhatte. Aber nur, wenn du mir die nächste Steuererklärung machst. Du behauptest doch nur, dass du was weißt. Können diese Augen lügen? Ich will dich nicht verarschen, versprochen. Also gut, ich helfe dir. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, was Jessie vorhatte. Ihr überwacht die Toiletten? Das geht ja gar nicht. Nur den Waschraum. Willst du nun wissen, was an dem Tag war oder nicht? Ja, das ist ja jetzt schön, dass du was zu gaffen hast, aber was bringt das bitte schön mir? Beobachte doch bitte mal den Timecode. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber dir war doch die Zeit immer irgendwie wichtig. 16:40 Uhr. Dann ist Jessica unschuldig. Dann war es doch Giselle. Ah, ich wollte gerade klingeln. Wollen Sie zu mir? Ja, ich habe gerade Ihren Vater, also Herrn Wolf, getroffen und der hat mir gesagt, dass ich Sie wahrscheinlich noch zu Hause antreffe. Darf ich kurz? Ja, klar. Kommen Sie rein. Es ist doch nichts mit Ansgar. Also, Es geht ihm gut. Gott sei Dank. Ist er hier? Ich bin gerade von meiner Dienststelle unterrichtet worden, dass er in Buenos Aires am Flughafen aufgegriffen worden ist. Aha. Was heißt aufgegriffen? Die argentinischen Behörden sagen, dass er aus Kanada einreisen wollte. Und da er kein Visum hat und von Interpol gesucht wird, gehe ich persönlich davon aus, dass er relativ bald in sein Heimatland abgeschoben wird. Das heißt, er kommt nach Hause? Oh, Gott sei Dank. Vielen Dank, dass Sie mir Bescheid gegeben haben. Sie wissen gar nicht, wie erleichtert ich bin. Kim, hören Sie. Ihnen ist schon bewusst, dass Ihr Vater sich durch seine Flucht nach Kanada und durch den Versuch, in Argentinien unterzutauchen, mehr als verdächtig gemacht hat. Ja, ich bin mir sicher, Ansgar kann das alles erklären. Und ich glaube auch nicht, dass der Frieda Hansen dieses Schlafmittel verabreicht hat. Ich meine,
Warum sollte er das tun? Ich darf Ihnen zur laufenden Ermittlung keine Detailinformationen geben. Aber es spricht wirklich einiges gegen Ihren Vater. Also einer hochschwangeren Frau ein starkes Schlafmittel zu verabreichen, das ist kein Kavaliersdelikt. Ich will Sie nicht beunruhigen, aber darauf stehen mehrere Jahre Gefängnis. Also das Wichtigste ist erstmal, dass Ansgar lebt. Ziehen wir den Espresso nicht eigentlich auch von diesem italienischen Feinkosthändler? Ja, ich gehe mal nachsehen, was noch da ist, ja? Hallo, Herr Wolf. Hallo. Die meisten Unfälle passieren übrigens im Haushalt. Was? Bei den Ladenstands gibt es erst eine neue Leiter, wenn wirklich was passiert ist. Oh. Na, Danke. war der große Einkauftag? Ja. Und wenn ich damit fertig bin, herrscht in Düsseldorf Delikatessennotstand. Tja, Ja, was machen Sie eigentlich hier? Ich dachte, Sie hätten heute frei. das dachte ich auch. Aber wir haben noch diesen Kifferbefall im Ostforst. Und da dachte ich, schau ich mal nach, ob die Populationen da wirklich ausgerottet sind. Ja, wer weiß, was die da sonst bis morgen anstellen, ne? Tja, wenn erst mal die nächste Generation geschlüpft ist. Na, Dann hoffen wir mal, dass die Puppen da noch nicht tanzen. wie Puppentanzen. Jetzt? Ach so. Ach, ja. Ich bin ja überhaupt schon froh, wenn jemand mal mitkriegt, dass ich einen Witz reiße. Bei Justus habe ich die Hoffnung da schon aufgegeben. Wenn Sie dann sowieso heute Nachmittag in Düsseldorf sind, wie wär's, wenn Sie mal bei mir vorbeigucken? Auf einen Kaffee. Vielleicht eine kleine Stärkung. Ach, bei Ihnen zu Hause? Ich bin da gerade ehrlich gesagt ein bisschen verunsichert. Wegen des Abhörskandals. Abhörskandals. Ja. Ja, ich sehe das mal so. Also, wenn Sie glauben, Gefühle für mich zu haben, dann hilft gegen diese Flausen am besten ein bisschen Normalität. Kaffee und Kuchen ist sowas herrlich Normales. Ach, Flausen, ja. Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Na, Sie müssen ja nicht, wenn Sie nicht wollen. Doch. Ich habe Zeit und ich komme sehr gern. Das ist doch schön. Da freue ich mich. Ich mich auch. Außer Giselle kann wirklich niemand an deinen Computer gekommen sein. Ich habe immer noch gehofft, dass irgendjemand anderes auf diesem Überwachungsvideo auftaucht. Aber nein, Aber warum sollte deine Schwester dir so schaden? ja, das weiß ich eben auch nicht. Ich meine, Giselle denkt nicht lange nach, bevor sie was tut, aber... Ja, vor allem denkt sie immer zuerst an sich selbst. Ja, du hast ja recht, aber ich weiß, dass Giselle kein Engel ist. Aber sowas, das würde sie doch nicht tun. Die Nummer ist schon ziemlich heftig. Eben. Und Giselle ist so nicht. Sie ist vielleicht nicht besonders rücksichtsvoll, aber wir sind Zwillinge. Wir haben immer zusammengehalten. Warum tut sie mir denn sowas an? Ich weiß es auch nicht. If I had a glass of water. Wish I had a glass. Anfängerglück. Had me a bottle of Beaujolais. I'd want the roof a root right off the wine. Hallo. Bin ich zu früh? Nein. Alles gut. Kommen Sie rein. Oh, jetzt habe ich den Tisch noch nicht fertig gedeckt. Macht aber nichts. Liegt nicht daran, dass Sie zu früh sind, sondern ich habe gerade die Zeit ein bisschen verbummelt. Aber macht nichts, weil Kaffee ist fertig, Kuchen ist fertig und ja, jetzt machen wir uns einen schönen Nachmittag.
Sind Sie sicher? Also ich kann auch einen anderen Mal wiederkommen, wenn das heute nicht so gut passt. Nein, warum denn? Ich freue mich doch, dass Sie da sind. Nehmen Sie Platz. Bitte. Danke. Ja, Kuchen. Bitte schön. Und dann sehen wir. Ich kann das... Nein, das mache ich. Alles gut. Ups. Ich bin ja auch... Nein. Bitte schön. Bitte. Kaffee. Kaffee. When I wish the sun to shine. Hey. Ich habe zwar am Telefon nicht so genau verstanden, worum es geht, aber ich dachte, ein bisschen Nervennahrung könnte nicht schaden. Danke. Also, was ist das Problem mit Ansgar? Ich meine, dass er lebt und dass er zurück nach Deutschland kommt, das sind doch super Nachrichten. Ja, schon. Aber je länger ich drüber nachdenke, was Kommissar Hempel gesagt hat, umso mehr Schiss bekomme ich. Er hat es zwar nicht genau gesagt, aber so wie es aussieht, wird wohl Ansgar wegen der Sache mit Frieda in den Knast gehen. Gut, das müssen die ihm erstmal nachweisen. Ja, die Anklage hat wohl ganz gute Karten. Emilio, wenn Ansgar noch mal ins Gefängnis muss, das steht ja nicht durch. Als er wegen dem Mord an Berg in U-Haft saß, da war er kurz davor, sich aufzugeben. Ja gut, das war aber eine ganz andere Nummer. Da stand das Wort lebenslang im Raum. Und Eva war gerade erst gestorben. Aber er ist noch längst nicht drüber hinweg. Und wegen der Aussicht, noch mal ins Gefängnis zu gehen, da ist er immerhin abgehauen und wollte untertauchen. Ja gut, aber das Urteil ist noch nicht gesprochen. Das, was Ansgar jetzt braucht, ist einfach ein wahnsinnig guter Anwalt. Wieso redest du nicht mal mit Sebastian? Es ist Sebastians Kind, das Frieda fast verloren hat. Ja gut, aber es ist doch alles gut gegangen, oder? Jure. Die beiden hingen sich an der Gurgel, bevor Ansgar abgehauen ist. Aber vor Gericht wäre das doch der Coup, wenn Sebastian Ansgar trotzdem verteidigen würde. Rede doch mal mit ihm. Ich habe die Polizei alarmiert und behauptet, dass Sebastian Ansgar umgebracht hat. Meinen Sie nicht, dass Tommy vielleicht noch ein bisschen klein für sowas ist? Für was? Ja, für so eine Rennbahn. Ach so. Das ist gar kein Kinderspielzeug. Nicht? Naja, eigentlich schon, aber klingt es ein bisschen absurd. Victoria und ich, wir haben immer damit gespielt. Wir haben uns die wildesten Rennen geliefert. Ich habe gar nicht gewusst, dass der olle Karton noch im Schrank steht. Ach so. Das haben Sie jetzt wiedergefunden. Ist ja klar, dass Sie ein bisschen durch den Wind sind. Naja. Das sind ja auch schöne Erinnerungen. Ja, wenn es Ihnen lieber ist, dass ich wieder gehe, dann komme ich einfach ein andermal. Wieso das denn? Ich habe Sie ja nicht eingeladen, um Sie jetzt mit meinem Kummer zuzuschütten. Ach, das ist doch Quatsch. Ich weiß doch, wie das ist, wenn man so ein altes Erinnerungsstück wiederfindet. Da kommt erst mal eine ganze Menge wieder hoch. Ich hab mich eben daran erinnert, wie Victoria und ich uns immer vorgenommen haben. Naja, wie das alle Paare so sagen. Also, das machen wir, wenn die Kinder groß sind. Ja, und dann kam Tommy. Alles wurde ganz anders. Aber auch wunderschön. Bis zu diesem verdammten Unfall. Hört das eigentlich jemals auf, dass man sich so alleingelassen fühlt? Also ich glaube, es wird irgendwann einfacher. Muss es ja. Also hoffe ich für Sie. Schmeckt doch gut, oder? Super. Ansgar ist in Buenos Aires. Dann hat er also wirklich seine Zukunft geplant. Ja, ohne irgendwem zu sagen, wie es ihm geht. Er hätte sich bestimmt bei dir gemeldet. Er hat eben Angst gehabt, dass ihn das verrät. Ja, das hat er auch so geschafft. In Buenos Aires untertauchen und dann seine eigene Kreditkarte benutzen. Also so blöde muss man erst mal sein. Na, vielleicht ist es das Beste so. Er wird sich verantworten müssen für das, was er getan hat. Aber den Rest seines Lebens auf der Flucht zu sein, schön wäre das auch nicht geworden. Ja, aber es zeigt doch, dass er den Gedanken nicht erträgt, noch mal ins Gefängnis zu gehen. Ich weiß, du hast allen Grund, sauer auf mich zu sein.
Es tut mir leid, dass ich dich verdächtigt und angezeigt habe. Du kannst niemanden umbringen. Was ist? Zieh mich rauf, verdammt nochmal! Du hast einfach Angst gehabt um deinen Vater. Aber es hat sich alles aufgeklärt. Ich würde sagen, wir vergessen das jetzt einfach. Du bist nicht mehr sauer auf mich? Ja, du hast recht. Ich hatte wirklich Angst. Aber weißt du, ich mache mir immer noch Sorgen um Ansgar. Wenn er noch mal ins Gefängnis muss, das packt der nicht. Das hätte er sich vielleicht vorher überlegen sollen, bevor er Frieda das Schlafmittel eingeflößt hat. Ja, das war krass, wenn er es wirklich war. Er hat's mir ins Gesicht gesagt. Ja, vielleicht wollte er dich provozieren. Ach, was weiß ich denn? Also langsam weiß ich auch nicht mehr, was ich glauben soll. Aber ich weiß, dass Ansgar Hilfe braucht. Seit Evas Tod, da ist er völlig neben der Spur. Ich will einfach nicht, dass er vor die Hunde geht. Kannst du ihn nicht verteidigen? Wie stellst du dir das vor? Ich bin Zeuge der Anklage. Ja, schön. Ich werde mich darum kümmern, dass er die bestmögliche Verteidigung bekommt. Versprochen. Danke. Das rechne ich dir hoch an. Ich verstehe das immer noch nicht. Also wenn überhaupt, dann kann ich mir nur einen Grund vorstellen, warum Giselle dir sowas antut. Ja, du hast doch gesagt, dass Tore mit dir reden wollte und sich von dir trennen wollte wegen dir. Ja, aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, aber könnte sie das vielleicht trotzdem irgendwie mitbekommen haben? Wie geht's denn jetzt weiter? Mit Caro, meine ich. Die hatte ich gerade mal für einen kurzen Augenblick vergessen. Von mir aus hätte das auch gerne so bleiben können. Immerhin habt ihr euch vor dieser Sache ziemlich gut verstanden. Ja, vor dieser Sache. Aber dass sie sowas macht, so ein Vertrauensbruch, das hat alles verändert. Wenn Giselle das wirklich mitbekommen hätte, mit Tore und mir, dann hätte sie mir doch sofort die Augen ausgekratzt. Aber was hätte sie davon gehabt? Also wenn überhaupt doch nur, dass Tore sich noch schneller von ihr getrennt hätte. Aber mit dieser Mail? Da hat sie es geschafft, dass Tore mich hasst. Und sie hat ihn für sich zurück. Ich hoffe, du verstehst, dass ich mit Caro jetzt nichts mehr zu tun haben will. Ja, klar. Das heißt natürlich nicht, dass du sie jetzt auch in die Wüste schicken sollst. Ich meine, ihr seid Zwillinge und ihr wart immer so. Also ich hätte Verständnis dafür, wenn du ihr verzeihst. Das würde ich auf keinen Fall tun. Was Caro dir angetan hat dafür, das kann man nicht verzeihen. Und wenn sie dreimal meine Schwester ist für mich gestorben. Und ich dachte immer, ich kann dich so niemand trennen. Caro, ich weiß, sie ist deine Schwester, aber das geht echt gar nicht. Ja, was soll ich denn machen? Ganz ehrlich, mach sie fertig. Bis vorhin habe ich noch gedacht, wenn Giselle das wirklich war, dann verzeihe ich ihr das nie. Aber wenn sie wirklich mitbekommen hat, dass was zwischen Tore und mir läuft, dann kann ich ihre Reaktion sogar verstehen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. So geht's nicht. Giselle braucht echt eins auf den Deckel. Na, als Gastgeber des Jahres bewerbe ich mich besser nicht. Wieso? Das war doch alles sehr lecker. Der Kaffee war auch gut. Reißt aber auch nicht raus, dass ich sie die ganze Zeit mit meiner Trauer voll geblubbert habe. Das ist ja nun Unsinn. Wofür hat man denn Freunde? Sind wir das denn? Freunde? Naja, ich verstehe natürlich, wenn Sie das jetzt vielleicht nicht mehr möchten, nach dem, was Sie da zufällig mit anhören mussten. Ah, jetzt bin ich schon wieder in Fettnäpfchen getreten. Nein, so meine ich das gar nicht. Ich meinte eher, also ich meinte nicht, dass ich nicht mit Ihnen befreundet sein möchte, sondern vielmehr, ob Sie mit einem Klotz wie mir überhaupt befreundet sein wollen. Naja, also, als ich das gehört habe, was Sie ins Babyphone gesprochen haben, habe ich vielleicht etwas überreagiert. Aber das mit Victoria, das ist alles noch so frisch. Ich bin da einfach noch ein bisschen empfindlich. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen. Ich wollte ja auch nie, dass Sie von meiner kleinen Schwäche für Sie erfahren.
Und mir ist es auch wirklich am liebsten, wenn Sie den ganzen Blödsinn ganz schnell wieder vergessen. Okay, habe ich schon. Gut. Ich bin auch kein Typ zum Verlieben, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich könnte ein guter Kumpel sein. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wollen wir das so machen? Kumpelin? Freunde. Oh, unter einer Bedingung. Welche? Also Bedingung klingt jetzt ein bisschen blöd. Ich verstehe gut, wenn Sie das Ding gleich wieder in den Schrank räumen wollen. Aber ich hatte immer schon mal Lust, mit sowas zu spielen. Na klar, machen wir doch. Frau Wolf? Entschuldigen Sie, dass ich Sie schon wieder störe, aber es gibt neue Erkenntnisse. Ist mein Vater schon in Deutschland? Nein. Wird er doch nicht ausgewiesen? Weder noch ich war wohl etwas vorschnell, als ich Ihnen gesagt habe, dass Ihr Vater aufgegriffen worden ist. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, also die argentinischen Kollegen haben bei genauerer Überprüfung festgestellt, dass es sich bei der betreffenden Person nicht um ihren Vater, sondern um einen Kreditkartenbetrüger handelt. Was? Von Lahnstein? Das ist ein Notfall. Was wollen Sie? Ich habe gesagt, Sie dürfen mich nie wieder anrufen. Die haben mich in Buenos Aires am Flugplatz hopp genommen und wissen, dass ich nicht Ansgar von Lahnstein bin. Was zur Hölle machen Sie in Argentinien? Ich habe gesagt, Sie sollen in Kanada untertauchen und die Spuren verwischen. Wenn Sie mir gesagt hätten, dass nach diesem Ansgar von Lahnstein gefahndet wird, würde ich jetzt nicht im Knast sitzen. Also holen Sie mich hier raus. Oder ich sage dem Bullen, dass Sie mir die Papiere gegeben haben und das Ticket nach Kanada. Schon gut, schon gut. Posaunen Sie es nicht raus, ja? Ich kümmere mich drum. Passen Sie auf. Sie sagen jetzt einfach, Sie haben die Kreditkarten und die Papiere in einem geklauten Auto in Kanada gefunden. Aber dann bin ich wegen Diebstahl dran. Ich habe Beziehungen. Sie kriegen höchstens eine Geldstrafe und die übernehme ich. Wichtig ist, dass Sie sich genau an die Geschichte halten. Verstanden? Oh, was für ein Idiot. Jedenfalls hatte der Mann dieselben Papiere dabei, die auch bei der Einreise nach Kanada vorgelegt worden sind. Das heißt, mein Vater war gar nicht in Kanada? Ist wahrscheinlich tot? Frau Wolf, Moment. Es gibt zurzeit überhaupt keinen Grund, vom Schlimmsten auszugehen. Schauen Sie, der Mann, den die argentinischen Behörden festgesetzt haben, könnte genauso gut ein Taschendieb sein, der Ihren Vater bestohlen hat. Oder aber er hat in seinem Auftrag gehandelt. Genaueres kann ich jedenfalls erst sagen, wenn ich den Mann vernommen habe. Es passiert also nichts, bis der Mann in Deutschland ist. Schauen Sie, das ist ein Bild des Mannes. Kennen Sie den? Keine Ahnung. Gucken Sie es sich in aller Ruhe an. Mich interessiert nur, was mit Ansgar ist. Frau Wolf, Sie haben meine Nummer. Wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, rufen Sie mich bitte an. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ansgar, wo zur Hölle bist du? Aber Sie werden sehen, wenn es nach den Regeln geht, gewinne ich. Wovon träumen Sie nachts? 3, 2, 1, go! Vielleicht eine Wasserwaage holen? Das ist mein Staubkonsum. Schumann auf der Zielgerade. Da geht's Gas, da geht's Gas und gewinnt! Schumann hat gewonnen! Yeah! Ah.
a sorry state. One poor soul in this lonely space. One heart to shoulder all the blame. Guck dich doch an, das ist die Scheißkuh. Weißt du, irgendwer mag dich noch sehen, wenn du bist. Aber ich wollte es nicht. Warum musst du dich denn von allen Männern auf der Welt ausgerechnet an Tore ran? Settle down into your sorry state. The world won't move in your darkened place. I can't leave you to shoulder all the blame. A single cloud is rearing up again. It's Herr Sturm, ich bringe Sie jetzt zur Reha. So geht's nicht weiter. Ich komme alleine klar. Ganz alleine. So, Vorsicht, Rückwärtsgang. Da hat es sich ja doch gelohnt, dass ich mit dieser Fahrsoftware für den Führerschein geübt habe. Ah, Sie haben sich also einen illegalen Vorteil verschafft. Och, also hören Sie mal, illegalen Vorteil. Wer wollte mich denn nicht mit seinem Auto üben lassen? Okay, als Fahrlehrer habe ich vielleicht versagt, aber als Rennfahrer verlange ich eine Revanche. Los. Oh, Herr Wolf, wirklich? Also ich glaube, ich habe die karierte Flagge heute oft genug gesehen. Na gut, dann lassen Sie uns wenigstens auf Ihren Sieg anstoßen. Ja, warum denn nicht? Ich muss ja heute nicht mehr Auto fahren. Ah, Justus. Lassen Sie doch klingeln. Ich denke, Sie haben frei nach Ihrem Großeinkauf für Schloss. Nee, am Ende ist es wichtig, da muss ich rangehen. Herr Stiel, was kann ich denn für Sie tun? Was? Die haben uns 50 Kilo Parmaschinken geliefert? Nein, ich bin mir wirklich ganz sicher, dass ich 5 Kilo bestellt habe. Herr Stiel, ich erkenne eine Null, wenn sie vor mir steht. Ja, ich glaube, es ist einfach am besten, ich komme vorbei und wir gehen das Ganze in Ruhe durch, damit wir die Rückgabefrist nicht verpassen. Ja, Herr Stiel, bis gleich. Heißt das, Sie müssen jetzt los? Wegen diesem blöden Parmaschinken? Ich fürchte ja. Justus kann sonst heute Nacht nicht ruhig schlafen. Aber wir haben doch gar keinen Termin ausgemacht für die Revanche. Wir sehen uns ja im Schloss. Danke für den schönen Nachmittag. Du haust jetzt nicht ab! Hey! Du feiges Arschloch! Ich habe mit dem Verschwinden deines Vaters nichts zu tun. Es ist zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf wir handgreiflich wurden. Wir bewegten uns dann langsam auf einen Abhang zu, den wir beide nicht bemerkt haben. Ja, und dann ist Ansgar, glaube ich, abgestürzt. Wer war das eigentlich?
Wagen nur noch von hinten sehen. Wovon träumen Sie nachts? Langsam kommen lassen. Na, von Ihnen kann ich ja noch richtig was lernen, oder? Tell me where you've gone, speak softly. Friss meinen Staub, Frau Schumann. Tell me where you've gone, speak gently. Falls das eine extra Einladung werden soll, ich bin schon da. Also, warum wolltest du mich so dringend sprechen? Wegen der Mail. Kommt da jetzt doch noch eine Entschuldigung? Okay, bin gespannt, was dich geritten hat. Aber eins kann ich dir jetzt schon sagen. Ich bin deine Schwester. Ich werde dir vermutlich nicht bis an unser Lebensende böse sein können. Du? Mir? Ja. Irgendwann werde ich das vielleicht vergessen und dir vergeben können. Aber du kannst dir sicher sein, Tore wird das nicht. Für den bist du gestorben. Kann ich Ihnen beiden was zu trinken bringen? Ein Wasser bitte. Ja, für mich auch. Sehr gerne. Wenn du glaubst, dass ich mich für dich bei ihm einsetze, dann muss ich dich enttäuschen. Erstens mal hätte das keinen Zweck und außerdem will ich das nicht. Giselle, jetzt hör auf damit. Ich weiß, wer diese Mail geschrieben hat. Die Frage ist ja wohl nicht wer, sondern warum. Warum hast du Tore so bloßgestellt? Giselle, du hast diese Mail geschrieben. Und jetzt bitte versuch nicht, es zu leugnen. Ich weiß es sicher. Ich kann mir auch inzwischen denken, warum du das gemacht hast. Du hast rausgefunden, was zwischen Tore und mir war, oder? Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht von Anfang an ehrlich war. Ich dachte wirklich, ich könnte gegen meine Gefühle ankämpfen. Aber das hat nicht funktioniert. Und dann wollte ich Tore die Chance geben, zuerst mit dir zu reden. Ja, nur dazu ist es ja leider nicht mehr gekommen. Egal wie auch immer das gelaufen ist. Die Nummer mit der Mail, die geht zu weit. Wie konntest du das nur machen, verdammt nochmal? So, alles gar kein Problem. Signora de Leda bedauert das Missverständnis und lässt die Schinkenschwämme gleich morgen wieder abholen. Das ist ja gut. Für Justus muss nämlich alles seine Ordnung haben. Ich weiß, Frau Linse, ich weiß. Aber den großen Schinken behalten wir doch. Ja, natürlich. Ich schäle dann mal ein bisschen naschen. Der schmeckt nämlich echt gut. Oh, Herr Wolfe, brennt der Ostforst? Nee, zum Glück nicht. Aber mir ist eins klar geworden. Der Nachmittag heute, der war wirklich lustig. Ich habe lange nicht so gelacht. Also zumindest nicht, seitdem ich Sie aus dem Wolfsbau vergrault habe. Ach was, Sie haben mich doch nicht vergrault. Es war nach dem Babyphone-Desaster einfach besser, dass ich ein bisschen auf Abstand gehe. Naja, das ist doch jetzt aus der Welt. Und ich finde, also der Nachmittag hat gezeigt, dass wir wirklich gute Freunde sein können. Und ich frage Sie mal ganz direkt. Also, mit Ihnen, Frau Schumann, ist es einfach viel lustiger. Hätten Sie nicht Lust, wieder bei uns einzuziehen? Frau Schumann? Ach, Frau Schumann, gut, dass Sie da sind. Hallo. Ich hätte da etwas mit Ihnen zu besprechen. Hätten Sie einen Augenblick Zeit? Ja, selbstverständlich. Schön. Entschuldigen Sie mich kurz. Kommissar Helmke war noch mal da. Er meinte, der, den Sie in Argentinien geschnappt haben. Was? Es war nicht Ansgar. Wie, es war nicht Ansgar? Es war ein anderer. Ja, es war der hier. Die haben ihn nach Kanada geschickt, damit er sich als Ansgar ausgibt. Ansgar ist da nie gewesen. Ich wusste es die ganze Zeit. Sebastian hat meinen Vater umgebracht. Ansgar ist tot. Er ist tot. Ich schwöre dir, das sind Sebastians Füßen. Ich wollte mich... Danke. Ich wollte mich ganz bestimmt nicht in Tore verlieben. Ich habe dir doch immer am Telefon erzählt, was für ein arroganter Großkotzer er ist. Aber
Dann ist es doch passiert. Obwohl ich ihn eigentlich nicht leiden konnte, aber ich habe ihn trotzdem nicht aus dem Kopf bekommen. Ich habe doch nicht gewusst, dass er deine große Liebe von früher ist. Außerdem hat er sich doch gar nicht für mich interessiert. Was dich nicht davon abgehalten hat, dich an ihn ranzuschmeißen. Und zwar, als ich schon längst hier war. Du wusstest ganz genau, was Tore mir bedeutet. Und es war dir total egal. Das ist nicht wahr. Wem willst du denn was vormachen? Tore und ich waren schon längst wieder zusammen. Du hast trotzdem nicht aufgehört, ihn anzubaggern. Nein, ich habe versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Wirklich, soweit es der Job eben zugelassen hat. Aber Tore war für mich tabu, das musst du mir glauben. Bis ich gemerkt habe, dass da bei ihm auch was ist. Was soll denn da schon gewesen sein? So Zeichen, dass er für mich auch was empfindet. Oh, Zeichen. Aber du hast sie wohl nicht mehr alle. Wenn Tore überhaupt jemals irgendwas für dich empfunden hat, dann höchstens Mitleid. Du bist so gemein. Jetzt war ich endlich mal glücklich verliebt in einen Mann, der sich auch für mich interessiert hat. Und du? Was machst du? Du machst alles nur kaputt. Wer macht denn hier alles kaputt? Du wusstest, was Tore mir bedeutet. Und du hast trotzdem nicht aufgehört, dich zwischen uns zu drängen. Du hast alles kaputt gemacht, du blödes Miststück. Was redest du denn da? Hey, du bist doch meine Schwester. Du bist doch der wichtigste Mensch in meinem Leben. Wenn das stimmt, dann beweis es. Vergiss die Mail und gib Tore auf, und zwar für immer. Oder du hast keine Schwester mehr.